Strange. Okay, Swamiji, we're online and Awesome. we're happy to have you here again. And I think you can start now. Right. It's good to be once again. And let me begin the proceedings with a verse on which is a benediction. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavasishyate Om Shanti Shanti Shanti. Beide gut. Today, Swami hat jetzt wieder mit einem Segensmantra gestartet. Und heute today the topic is going to be on what is meditation. wird das Thema sein, was ist Meditation? In simple terms and in Einfach simple language, ausgedrückt. it means it is a process to be aware of your divine nature. Ist es nichts anderes als der Prozess, sich seiner göttlichen oder dir deiner göttlichen Natur bewusst zu sein. You have a human nature, Du hast eine menschliche Natur and at the back of it is also present invisibly your divine nature. aber im Hintergrund ist auch deine göttliche Natur unsichtbar präsent. At the present moment, you're only aware of your human nature and not of your divine status. Im jetzigen Augenblick bist du dir nur der menschlichen Natur bewusst und nicht deines göttlichen Zustandes bewusst. Your divine status is your true status. Aber dein göttlicher Zustand ist eigentlich dein wahrer Zustand. And when you arrive at your divine status, it is that which is called or understood in the world as God experience. Aber wenn du in deinem göttlichen Zustand ankommst, dir dessen gewahr wirst, bewusst wirst, dann ist es, bist du eben, ja, dem kann man auch Erleuchtung sagen. So the entire theme of the scriptures is on your divine nature, your own divine nature. Und so geht es eigentlich in den Heiligen Schriften nur um eines, letztlich um deine göttliche Natur. Then what is your divine nature? What is it? We are saying it's your divine nature, but what is it really? Aber was ist denn eigentlich, wenn ich jetzt sage, die göttliche Natur, was ist denn eigentlich damit gemeint? Was ist es denn? It only simply means it is your perfected state of existence. Es bedeutet nichts anderes als dein perfekter Zustand des Seins, dein vollkommener Zustand des Seins. That is why in religious language it is said God is perfect. Und deshalb sagt ja auch die Heilige Schrift oder die Heiligen Schriften, Gott ist perfekt oder vollkommen. So in that state you experience your own perfected self-complete state of existence. Und That is enlightenment. in diesem göttlichen Zustand erlebst auch du deine Vollkommenheit und deine Perfektheit des Seins. Then if that is the case, what should I do? Aber wenn dies der Fall ist, was soll ich denn tun? Very simple, just be it. Sehr einfach. Sei es einfach. Yes, just be it, that's all. Sei es. Das ist alles. How to be so? How to do it? Wie kann man denn es sein? Wie kann ich es denn wissen, was ich bin? Just be. Nur sein. Yes. Just be I am. Sei Whoever nur I ich am. bin. Nur auf das Sein allein dich ausrichten. Just be whoever I am and be aware of it, that's all. Sei einfach nur im Sein, was immer das Sein ist,
But the point is, how do I know that I am this divine? Aber der Punkt ist ja, wie weiß ich denn überhaupt, dass ich dieses Göttliche bin? This is where the scripture and God come into the picture. Und das ist dort, an diesem Punkt, kommen eben die Heiligen Schriften und Gott auf die Bühne. The entire Hindu series of Hindu scriptures zero into this understanding. They focus on to this understanding that I am that. Und die ganzen Heiligen Schriften fokussieren sich eigentlich nur darauf, dass ich bin das, ich bin dieses Göttliche. Yes. God himself comes and declares via the scriptures about your divine status. Und Gott kommt eben und informiert dich darüber, dass du einen göttlichen Zustand hast und was der ist. Yes. And the declaration is that Tat Tvam Asi. That means you are that divine. You are that. Und was gesagt wird, ist eben, du bist das. Ich bin das Sein. That statement is the total sum essence of the Hindu scriptures. Und das ist eigentlich die Quintessenz aus den Hindu-Schriften. Which is declared in the Chandogya Upanishad. Und das wird auch in den Upanishaden gesagt. Then, if that is the case, then all that you have to be is just Aham Brahmasmi, I am that. Aber wenn das stimmt, dann musst du es ja nur noch sein, nur noch bewusst sein, was du schon bist. Yes. And just maintain the awareness that I am that, just all. Und einfach dein Gewahrsein darauf fixiert behalten, ich bin das. Maintaining this awareness that I am that is meditation. Und sich auf ich bin und ich bin das Göttliche sich konzentrieren, ohne anderes zu wollen, einfach nur sein, das ist Meditation. This process of trying to maintain this awareness of your divine nature is said to be meditation or meditative living. Der Prozess, in dem man beginnt, sich seines Göttlichen bewusst zu werden oder bewusst zu sein, in der Meditation oder im spirituellen Leben, das ist damit gemeint, mit Meditation. Now we will elaborate on this understanding. Wir werden jetzt versuchen, das noch besser zu verstehen. In the Hindu structure, the methodology for this is with respect to three factors. Im Hinduismus wird das Ganze aus 3 verschiedenen Blickrichtungen betrachtet. The first is that it is called as Shravana. That means you have got to listen to this truth Und along with all the explanations. der erste Aspekt ist, dass man eben überhaupt mal sich diese Wahrheit anhören soll, dass man sich damit beschäftigen soll. That is to say, expose and open your mind to this remarkable understanding that I am that. Das bedeutet, dass man seinen Geist öffnen muss zu dieser wundervollen oder bemerkenswerten Wahrheit, ich bin das Göttliche. Yes, the teacher will impart to you this teaching, this understanding, and listen to it very carefully and understand it. Ein Lehrer wird dir das immer sagen, dass du das Göttliche bist und du musst es einfach in dich aufnehmen, dich drauf einlassen. Then the second step is manana, or that is to say, to reflect over it. To reflect and feel that I am that. Und der zweite Schritt oder der zweite Aspekt ist, dass man dann darüber reflektiert und es versucht, bewusst aufzunehmen, dass ich dieses Göttliche bin. So in the second step, you become comfortable with this idea, with this presentation that I am that blessed divine.
Und in diesem zweiten Schritt versuchst du, dich darauf einzulassen und dich daran zu gewöhnen, dass du das Göttliche bist. And then the third step is to meditate on this truth. Und nachdem du dich im zweiten Schritt damit angefreundet hast, dass du das Göttliche bist, beginnst du im dritten Schritt darüber wirklich zu meditieren, es zu erfahren. This in the Hindu structure is called as Advaita meditation. Und das wird im Hinduismus als Advaita Meditation bezeichnet. And the technical word is Nididhyasana. It's a very difficult word to pronounce in English, Nididhyasana. Nevertheless, doesn't matter. Ja, Swami hat jetzt dieses Wort gesagt, es ist ein bisschen schwierig, das auf Englisch oder überhaupt auf Deutsch auszusprechen, aber in diesem Wort Nididhyasana means, in simple language, maintaining the Advaita non-dual awareness. das bedeutet nichts anderes als das nicht-duale Bewusstsein, Gewahrsein aufrecht zu erhalten. Yes. This non-dual awareness of what? Dieses nicht-duale Bewusstsein von was? And this non-dual awareness of your divine nature, and your divine nature is referred to as Brahman. Das nicht-duale Bewusstsein deiner göttlichen Natur, und dem sagt man auch Brahman. And Brahman is a very appropriate term for the divine, and the knowledge pertaining to this is said to be Brahma Vidya. Brahma Vidya means knowledge of Brahman. Und dieses Wort Brahman ist ein sehr angebrachtes Wort für das, was damit gemeint ist. So, this awareness of Brahman is said to be non-dual awareness. Und dieses Brahman-Gewahrsein ist eben gleichbedeutend mit nicht-dualer Wahrnehmung. And for this, it's only a term. The word Brahman is only a term used for the divine. Aber es ist Of nur your ein divine anderes nature. Wort, das für das Göttliche steht. Yes. And if we have to learn to appreciate what this Brahman is, your divine nature, so that you can zero your mind on it. Und wir müssen verstehen, was damit gemeint ist, dieses Brahman oder das Göttliche, damit wir unser Bewusstsein darauf ausrichten können. So the word Brahman technically means that it is vast, it is infinite and without any limits. Und die Bedeutung von Brahman heißt, es ist etwas, was groß ist, das keine Grenzen hat, grenzenlos ist und unendlich. It is infinite and boundless. Es ist grenzenlos und unendlich. So therefore, in order to be in tune with this, you too also in your mind state should become infinite and vast. Und das bedeutet, wenn ich jetzt ja in Resonanz sein will mit diesem Brahman, diesem Unendlichen, muss auch mein Bewusstsein unendlich und unbegrenzt werden. So when your mind is in an infinite, vast, unbounded state, then it is in tune with your Brahman nature. Und wenn dein Geist in einem unendlichen, unlimitierten, weiten Zustand ist, dann hat er sich eben eingestimmt auf dieses Göttliche. So in non-dual awareness, you are maintaining this Brahmakara Vritti in technical language. Und in diesem grenzenlosen, nicht-dualen Zustand. Now, let me explain the terms Brahmakara Vritti. It is made up of 3 words. In diesem grenzenlosen Zustand bist du dann eben eins oder stimmst dich ein auf das Göttliche. Und ich möchte jetzt das noch näher erklären, diesen Ausdruck. Yes, Brahman, Akara, Vritti, 3 words. Es sind 3 Worte.
akara, and vritti. There are three words. Es gibt da 3 Worte, die Swami jetzt gesagt hat. So akara means form and vritti means mind modification. Und das erste bedeutet Form und das zweite Fluktuation oder Veränderungen im Bewusstsein. So in non-dual awareness, your mind has assumed the nature of the formless Brahman. Und in der nicht-dualen Wahrnehmung nimmt dein Bewusstsein die Form des Formlosen und des Unbegrenzten an. Yes, it has synchronized with, when your mind is in a formless, contentless state, it has synchronized itself with the nature of Brahman. Und in diesem formlosen, nichts beinhaltenden Bewusstseinszustand hat es sich synchronisiert mit dem Göttlichen. Just as Brahman is vast and infinite, so also your mind state is vast and infinite. Und weil Brahman unendlich und grenzenlos ist, so ist auch dein Bewusstsein unendlich und grenzenlos geworden. Then when does this mind state transpire? Aber wann findet dieser Bewusstseinszustand statt? Now before that, let me tell you something, that when your mind is aware of a pot, it has become pot aware. Und bevor ich da weitergehe, lass mich Folgendes sagen. When your mind has become... When your mind has become aware of a pot, it has become pot aware. You mean a when pot? Your mind sees the pot, a it pot? becomes a pot, P-O-T, pot. Okay, wenn dein Bewusstsein sich eines Topfes bewusst wird, dann ist es sozusagen im Topfbewusstsein. Es sieht diesen Topf und if the next moment it sees a tree and your mind has now become aware of a tree. It is tree awareness. Und im nächsten Moment siehst du vielleicht einen Baum und dann bist du baumbewusst geworden. The next moment it sees the moon and it has become moon aware. Und am nächsten Mal siehst du vielleicht den Mond und dann bist du mondbewusst geworden. The next moment it sees the sky and it has become sky aware, awareness of the sky. Und im nächsten Moment dann siehst du den Himmel und du bist dann dir des Himmels gewahr geworden. And when it has not become aware of anything, then it has become aware of Brahman. Aber wenn es sich nicht Speziellem bewusst, keiner Form oder keines äußeren Inhalts bewusst geworden ist, dann ist es leer und ist eins geworden oder sich bewusst geworden des Unendlichen, dem Brahman. This is the secret of how the mind functions. Das ist das Geheimnis, wie unser Geist funktioniert. Yes. Every time it becomes aware of something, it assumes the character of that. Jedes Mal, wenn wir uns etwas bewusst werden, einer Form oder so, dann wird sozusagen unser Bewusstsein auf diese Form begrenzt. Es wird zu dieser Form. Yes, just as when it sees a tree, it has become aware, the awareness is of the tree, and the mind has assumed the character of the tree, and therefore sees it. Wenn wir also einen Baum sehen, dann wird unser Bewusstsein, unser Geist die Form dieses Baumes annehmen. So, if perchance your mind does not see anything, any particular form, und wenn unser Geist, unser Bewusstsein nichts Spezielles sieht, keine einzige Form hat, so it's not bounded by a feeling or by a thought or by a perception.
Wenn unser Bewusstsein durch nichts mehr begrenzt wird, weder durch eine Form, durch ein Gefühl, durch einen Gedanken, and then when it has become free of all of these, then automatically your mind is in an unbounded state. und wenn es davon befreit ist, ist es ein Bewusstsein in einem ungebundenen Zustand. And when it is in an unbounded state, it is in an unlimited state, and it has now become aware of Brahman, which is the Atman. Und wenn es in einem ungebundenen Zustand ist, dann ist es unbegrenzt geworden und ist eins geworden mit dem unbegrenzten Brahman, dem göttlichen Sein. Yeah, Brahman means the Atman, the true self of oneself. Und das bedeutet nichts anderes als dein wahres Selbst. It's a very intriguing thing that in the very formation of the mind itself, the mind has got two characters. Es ist eine bemerkenswerte Sache, dass eigentlich in der Wahrnehmung oder im Bewusstsein des Geistes zwei Faktoren Here, by mitspielen. nature itself, by its own nature, when it sees a form, it assumes the nature of that form. Und das eine ist, dass wenn der Geist eine Form wahrnimmt, nimmt er diese Form selbst an. Er wird selbst zu dieser Form, wenn er ein Objekt betrachtet. And when it does not perceive a form or a feeling or a thought, when the mind is free of all this, then the mind is in a formless state, unconditioned. Und der zweite Aspekt ist, wenn er eben keine Form betrachtet, kein Gefühl und kein Gedanken und nichts Limitierendes mehr in sich hat, dann ist er eben frei von der Form und dann ist er formlos geworden. At this state, the mind has automatically assumed the form of the formless Brahman. Und in diesem Augenblick ist automatisch der Geist zum Formlosen geworden und er hat das formlose Göttliche Not that Brahman has a form. Wurde zu dieser formlosen Form. It is only a way of explaining to you that it has assumed the nature of the formless Brahman automatically. Das ist einfach nichts anderes als zu sagen, dein Bewusstsein hat die formlose Natur deiner göttlichen Natur angenommen. That is why there is a very powerful statement in the Bible which says, Es gibt eine sehr mächtige Aussage, die in der Bibel drin ist. Empty thyself and thou shalt be filled with the Spirit of God. Mach dich leer und du wirst vom Geist Gottes erfüllt werden. Of course, the Bible only just states, empty thyself and thou shalt be filled. Natürlich sagt die Bibel nur, werde frei oder mach dich frei und werde gefüllt. But we are adding, you shall be filled with the Spirit of God. That's what it really is. Und es geht aber um den zweiten Teil, du sollst mit dem göttlichen Geist erfüllt sein. So, it's so simple, so straightforward. Meditation. Meditation ist also einfach sehr etwas Einfaches, etwas Direktes. All that you have to do is be quiet. Das Einzige, was du nämlich tun musst, sei einfach still, ruhig. Be mentally quiet. Mental still sein. Yes. Be mentally still. Be mentally still. Sei mental still. And then at the same time be aware of your divine nature. Und gleichzeitig sei dir deiner göttlichen Natur bewusst. Why should you be aware? Because you have forgotten it. Warum sollst du bewusst sein? Ja, du bist dir ja jetzt nicht bewusst, du hast es vergessen. So the remedy is very simple, just remember it.
That's Und all. so ist eigentlich die Medizin sehr einfach. Du musst dich nur wieder daran erinnern. Yes. So remembrance means it's remembering who you are, what you are. Just be. Erinnere dich einfach daran, wer du wirklich bist. Wer du bist und sei es dann auch. So that is why we just said, just be. So wie wir gesagt haben, sei einfach nur. Reines Sein. Just be yourself. Sei That's all. dein Selbst. But when you are just being, know nothing, be nothing, and want nothing. Und das heißt, wie wir letztes Mal gesagt haben, sei einfach nur, wolle nichts, habe nichts, wisse nichts, sei einfach. Yes, be nothing. Sei That einfach is, nichts. forget yourself, forget your human individuality. Vergiss dein menschliches Selbst, deine menschliche Individualität. And that is what you like to do when you go to sleep. Und eigentlich magst du das ja auch jeden Tag, wenn du zum Schlafen gehst. The wonderful thing is it takes place automatically. Otherwise you can't sleep. Das Schöne daran ist, es passiert automatisch, wenn du einschläfst. But we don't want to put you to sleep. We want to only take you out of this waking state. Was du eigentlich willst, du willst einfach mal von diesem Wachzustand Ruhe haben. And be aware of your divine nature. Und dich deiner göttlichen Natur, dir deiner göttlichen Natur gewahr zu sein. So, just be aware of it. Sei dir einfach nur dessen gewahr. And that is why we said, no, be nothing. Und deshalb sei dir nur bewusst des Seins und sonst nichts. And know nothing. Wisse nichts. Why is it that you should know nothing? Because Brahman is not something which can be known or grasped by you. Warum sollst du nichts wissen? Was ist damit gemeint? Ja, Brahman ist ja nichts, was man mit dem Verstand erfassen kann. Mit dem... Yes. You can know a tree which is outside you, you can know the sky which is outside you, but Brahman cannot be known that way. Der Himmel und die Bäume, das sind alles Dinge, das der Verstand verstehen kann, aber das ist nicht so mit dem Brahman, das ist ja das Unbegrenzte. Because it is the essence of your existence, so all that you have to be is just quietly be. Aber das macht ja nichts, du musst es ja nicht verstehen, du kannst es ja einfach nur sein, weil es ja die Essenz deines Seins ist. Yes. So now, the word know nothing, we said, be nothing, know nothing. Why is it that know nothing? Und so heißt es also, sei nichts und wisse nichts. Und warum heißt es das? Yes, somewhere else an Upanishad comes and tells you that the Brahman is something which adresham, which is something which cannot be seen. Und in einem anderen Upanishad heißt es, es ist eben so, dass das Brahman etwas ist, was nicht gesehen werden kann. It cannot be seen with your senses, it cannot be grasped by your sense organs. Es kann mit den Sinnen nicht wahrgenommen werden, mit den Sinnesorganen. The Brahman has got no characteristics, worldly characteristics. Das Göttliche hat keine weltlichen Charakteristiken und kann deshalb auch nicht darüber wahrgenommen werden. Yes, so therefore you cannot describe it. Und deshalb kann man es auch nicht beschreiben. So it is something which is indescribable and unknown to you. Also es ist etwas, das unbeschreibbar und unbekannt ist für dich. So therefore to know the unknown, you yourself will have to enter the unknowing state. Und um es eben zu erfahren, musst du selbst in diesen unwissenden Zustand des Göttlichen eintreten. It is only when you enter the unknowing state. So the unknown has to be only known via the unknowing state. Und indem du in diesen nicht wissenden Zustand eintrittst, verlässt du den weltlichen Bereich und trittst in diesen unwissenden Zustand ein, wo du dann das Göttliche erfahren kannst.
And thus, since it cannot be explained, you wonder what it is. Aber weil der Verstand es nicht verstehen kann, man es nicht erklären kann, wundert man sich natürlich, ja, was ist es denn? So your mind must be stunned into silence there. Aber dein Verstand muss dort zur Ruhe gebracht werden. In fact, it's an interesting case wherein there is a Zen monastery in the upper state of New York. Und es gibt so eine Geschichte von einem Zen-Kloster in New York. Somewhere in the forest area, and whenever a man goes there, Und das ist irgendwo im Wald. the abbot of the place comes there. The abbot of the place receives the man. Und wenn dort jemand hingeht und vom Abt empfangen wird, And then gives him a good whack with a stick. und dann gibt der Abt ihm einen guten Schlag mit dem Stock. And then the man is so shocked that for a moment he gets into silence. Und dann ist für einen Moment der Mann oder Mensch, der dort hingeht, völlig geschockt und ist sprachlos. Then if the person tries to speak something or protest, then the monk tells him, if you talk, you will get another blow. Aber nach einer Zeit beginnt dann dieser schockierte Mensch zu sprechen und fragt dann den Abt, ja, was soll denn das eigentlich? Und in dem Moment sagt der Abt sofort, sei still, sonst bekommst du noch einen Schlag. So the young man came for a teaching and all that he received was a blow, which shocked him. Und so ist ein junger Mann dorthin gegangen und hat eine Lehre erwartet, aber er hat nur Schläge bekommen. The whole idea was to shock him into silence. Aber es ging darum, eben vom Verstand in die Ruhe zu kommen. If he is totally shocked, the work is done. Und wenn er total schockiert gewesen wäre und ganz ruhig geworden wäre, wäre die Arbeit vorbei gewesen. He may get enlightened. Und er wäre erleuchtet worden. So therefore the whole idea is that one must remain absolutely silent and quiet. Und so ist die Hauptidee eigentlich das, dass man absolut ruhig und still sein muss. So in this state, which is that unknowing state, Und diesen since it cannot be Zustand, known, den man den nicht wissenden Zustand nennt, so that is why we said, forget yourself, know and know nothing. deshalb heißt es, vergiss dich selbst und wisse nichts. Be nothing, know nothing and want nothing. Sei nichts, wisse nichts und wolle nichts. Then you are in this silent, quiet state which is synchronized with your God nature. Und in dem Moment, wo du das machst, dann in dieser Stille synchronisierst du dich mit deinem göttlichen Sein. Let me give you a definition for meditation, Advaita meditation. Jetzt möchte ich euch noch eine Definition, eine Advaita-Definition des Göttlichen geben. Yes, in the Advaita tradition, In der Advaita-Tradition, in order to maintain that non-dual awareness, damit wir das göttliche Bewusstsein aufrechterhalten können, in fact, the ability to maintain this non-dual awareness is only said to be the knowledge awareness of Brahman. und dieses nicht-duale Gewahrsein heißt nichts anderes als das Bewusstsein des Brahman, das sich Gewahrsein des grenzenlosen Brahman. Yes. So here the definition is, Und hier ist die Definition in der Advaita. Anatma Adarshanam Nididhyasanam is a technical word. Anatma means non-self. Und das sind jetzt die technischen Ausdrücke. Das Anatma, das heißt das Nicht-Selbst. Adarshanam means non-perception. Und das Adarshana heißt Nicht-Wahrnehmung.
So it means non-perception of the non-self is meditation. Und so bedeutet das einfach die Nichtwahrnehmung des Nicht-Selbst. Yes. There are only two things. One is the self, the other is the non-self. Es gibt nur zwei Dinge. Das eine ist das Selbst und alles andere ist das Nicht-Selbst. Now, all your perception is only of the non-self. Im Moment ist aber dein Bewusstsein nur gerichtet auf das Nicht-Selbst. Anything other than your true self is said to be the non-self. Alles andere als dein wahres Selbst ist, dem sagt man das Nicht-Selbst. Anything which you can see, which you can know, which you can grasp is the non-self. Alles, was man sehen kann, was man wissen kann, was man erkennen kann, worüber man nachdenken kann, was man fühlen kann und so weiter, das alles mit den Sinnen wahrgenommene ist ein Nichts-Selbst. So, from morning till evening, all your perception is only of the non-self. Und von morgen bis zum Abend ist einfach deine ganze Aufmerksamkeit nur immer auf dem Nicht-Selbst. So remember this, what I am telling you. Your perception is only of the non-self. Also merkt euch gut, was ich euch sage. Deine Wahrnehmung ist im Moment nur ausschließlich auf dem Nicht-Selbst. So therefore, Auf dem, was du nicht bist. instead of your perception being of the non-self, you have to add one little more word, non-perception of the non-self. Jetzt musst du aber nur noch ein kleines Wort, eine zweite Verneinung hinzufügen, nämlich Nichtwahrnehmung des Nicht-Selbst. I repeat it again. Instead of the perception of the non-self, it should be non-perception of the non-self. Das heißt also, statt die Wahrnehmung des Nicht-Selbst, also von dessen, was du nicht bist, sollst du eben das Nicht-Selbst nicht mehr wahrnehmen. The definition is given in double negatives. Wie ihr seht, ist das eine Definition, die auf einer doppelten Verneinung beruht. So non-perception of the non-self is equal to perception of the self. Und in der Logik ist eine doppelte Verneinung ja dasselbe wie eine Bejahung. Und das heißt, die Nichtwahrnehmung des Nicht-Selbst muss logischerweise die Wahrnehmung des Selbst sein. From the perception of the non-self, you are being led to the true perception of the self. Und die Nichtwahrnehmung des Nicht-Selbst wird dich zu der Wahrnehmung des Selbst bringen. And that is done by non-perception of the non-self. Indem du eben das Nicht-Selbst nicht wahrnimmst, bringt es dich dorthin. Then what is the non-self? Aber was ist das Nicht-Selbst? The entire universe along with your human individuality. Das Nicht-Selbst ist das gesamte Universum, inklusive deiner Persönlichkeit, deine menschliche Individualität. Yes, so don't perceive it, forget it. Also, nimm das jetzt mal nicht wahr und vergiss es. Yes, when you close your eyes, you have shut off the universe. Wenn du deine Augen schließt, hast du einen Bereich des Universums ausgeblendet. But then there is also the mind world. Aber es gibt immer noch die Gedanken und die mentale Welt. So when you become mentally quiet, the mind world is also shut. Und wenn du mental still wirst, dann ist eben auch dein Verstand abgeschaltet. And then along with that, you forget your human self also, your human individuality. Und damit einhergehend vergisst du auch deine menschliche Individualität. So the combination of all this is the non-self. Was letztlich alles, was wir jetzt aufgezählt haben, ist eben das Nicht-Selbst. So therefore, non-perception of the non-self equals to perception of the self. Und wenn das geschieht, wenn du das wirklich machst, dass du das Nicht-Selbst nicht mehr wahrnimmst, dann ist das dasselbe, wie dass du das Selbst wahrnimmst und erlebst. That is to say, we are leading you from the known to the unknown
true self. Der große Vorteil dieser Definition ist, dass man eben vom Bekannten zum Unbekannten geleitet wird. So you have now arrived at a very mysterious state. Und wenn du das wirklich tust, dann bist du in einem mysteriösen Zustand angekommen. Yes. So meditation is a very profound state which puts you in touch with your divine nature. Und so ist Meditation ein sehr, sehr tiefer Zustand, in dem du mit deiner göttlichen Natur in Berührung kommst. And then there is another verse in the Upanishads, which comes, Katha Upanishad, which comes and tells you, Und es gibt noch einen anderen Vers in einer Upanishade. Yada panchani avatishtante jnanani manasa saha tam ahu paramam gatim buddhim cha na vicheshtate tam ahu paramam gatim. That means, Und das bedeutet, it's an intriguing Sanskrit verse in the Katha Upanishad. es ist When ein your organs of bemerkenswertes perception, Upanishaden Wenn ihr Wort oder eine Passage. when your organs of perception, along with the mind and the intellect, become quiet, Wenn deine Sinnesorgane zusammen mit dem Verstand und dem Intellekt, is when they become quiet. wenn diese ruhig werden, So that is say your sense organs, your mind and the intellect, when they become quiet, then it is said, Tam ahu paramam gatim. Then at that time, they have attained to your divine status. wenn also diese alle sich beruhigt haben und nicht mehr in deinem Bewusstsein sind, dann sagt man, du bist in deinem göttlichen Zustand angelangt, du hast den göttlichen Zustand erreicht. Yes, when you close your eyes in meditation, your five sense organs don't perceive anything. Und wenn du die Augen schließt und versuchst nicht mehr die Sinne wahrzunehmen, And the mind is also not rambling into thoughts und wenn and feelings. der Verstand nicht mehr den Gedanken nachgeht, And the intellect too does not want to process anything. und wenn der Intellekt auch nichts mehr erkennen will, And then when all of this functioning stop, then automatically you have arrived at a very profound state, which is your divine nature. und wenn Brahman. alle diese Funktionen aufgehört haben, dann kommst du in diesen wundervollen Zustand, in dem du eben das Göttliche erkennst. This is the means to the end. Und This process is the means to the end. das ist der endliche Sinn. And every time you so practice this, you are settling down in your divine nature. Und wenn immer du das praktizierst, dann lässt du dich in deiner göttlichen Natur nieder. And then in due course, in due time, you will settle down in your God nature. Und mit der Zeit wirst du dich vollständig in deiner göttlichen Natur niedergelassen haben. So thus, the scriptures are very clear in their explanation. Und so sind eben die Heiligen Schriften sehr klar bezüglich dieses Wissens. So, but what should you do if you have got into, shall we say, that you are unable to so maintain this quiet state? Und was kannst du tun, damit du in der Lage bist, diesen ruhigen Zustand überhaupt zu erreichen und aufrechtzuerhalten? So another scripture, which is the Mandukya Upanishad, it comes and informs you and tells you, Und da gibt es eine andere Schrift aus den Upanishaden, die folgendes sagt.
Yes. So in order to be in this state, he is giving you some guidelines. Um in diesem Zustand zu sein, gibt es ein paar Richtlinien. And the guidelines is layat sambodhyet chittam. That is to say, if your mind falls asleep and is droopy, then wake it up. Das heißt einfach wie, ja, wenn dein Bewusstsein schläfrig wird und einschlafen möchte, dann weck es auf. Vikshiptam punah shamayet. That means if the mind gets into distractions, calm it down, calm it down. Und wenn der Geist sich zerstreuen will oder sich mit was beschäftigen will, beruhige ihn wieder. And then if the mind also gets stupefied by a strong emotion, und wenn dein Bewusstsein durch starke Emotionen aufgewühlt werden, then be aware of it and get detached from it. It will fade away. Sei dir einfach dessen bewusst und lass es vorbeiziehen. Then when none of these three disturbances are there in the act of meditation, und das löst sich dann auf, und wenn du dann ruhig geworden bist auf diese Weise in der Meditation, that is to say, you are not sleepy, you are not, your mind is not running away, nor is it stupefied. Und wenn diese Hindernisse dann weg sind, du wirst nicht schläfrig, du wirst auch von keinen Gefühlen und Gedanken geplagt. And then at that time, samapraptam na vichalayet, when the mind is absolutely still and calm and quiet, don't disturb it. Und wenn dieser Bewusstseinszustand erreicht ist, wo alles still und ruhig ist und durch nichts mehr gestört wird, that is the most profound state that you can get to. Samapraptam na vichalayet. Dann ist das der tiefste Zustand, in den du gelangen kannst. Then it is said at that time, Brahma nishpannam tada. Then it is said that at that time, you have arrived at Brahman, your divine nature, the most blessed state. Und dann heißt es, du bist dann angelangt in Brahman, in dem höchst gesegneten Zustand. You have not yet experienced Brahman, but you are on the way. Du hast Brahman noch nicht erfahren, aber du bist auf dem Weg. Yes, so long as you are on the way, you are going to arrive there sooner or later. Solange du auf dem Weg bist, irgendwann wirst du am Ziel ankommen, früher oder später. So therefore, with all earnestness, practice this. Und so solltest du es mit ganzer Ernsthaftigkeit üben. And then finally, Lord Krishna says something in the Bhagavad Gita very intriguingly. Und auch in der Bhagavad Gita ist noch etwas sehr Bemerkenswertes, was Lord Krishna gesagt hat. Yes, he says, Avyaktoyam achintyoyam avikaryoyam uchyate. That is to say, Und das heißt, in three words, he says, Avyaktoyam, that your divine nature or divine principle is unmanifest, avyakta. das heißt, dass dein göttliches Sein nicht manifestiert ist. Yes. Es ist nicht manifest. Yes, it cannot be made manifest by any one of the human known methods. Und deshalb kann es auch nicht manifestiert werden durch irgendwelche menschlichen Methoden. That is why he said avyakta means the unknown thing. The Deshalb unknown. heißt es eben, es ist eine unbekannte Sache, etwas, was man mit dem Verstand nicht wissen kann. So when it says avyakta means be in that unknowing state. Und es bedeutet halt einfach, dass man in diesem unwissenden Zustand drin bleibt in der Meditation. So while being in that unknowing state, achintyam, don't think of anything. Das bedeutet auch, dass du natürlich über nichts nachdenken sollst in der Meditation. Yes. Don't think of the world or of anything. Denke nicht über die Welt nach oder über irgendwas anderes. And then avikaryoyam. Avikaryoyam means
don't allow your mind state to Das get heißt, modified. erlaube es deinem Bewusstseinszustand nicht, mit etwas belastet zu sein oder mit etwas. Yeah, don't allow any ripple of thought or feeling to enter your mind. Dass keine Gedankenmuster oder irgendwelche Wellen in dein Bewusstsein hineintreten. And in this state, in this unknowing state, In diesem be totally unwissenden focused. Zustand bleibst du fokussiert, total fokussiert. Yes. When you can get totally focused on in this state, you are arriving or getting into samadhi. Und wenn du da völlig fokussiert bleiben kannst in diesem leeren Zustand, dann beginnst du in Samadhi einzutreten. Samadhi means mystic absorption in your divine nature. Das bedeutet nichts anderes als mystische Absorption in deine göttliche Natur. Yes, mystically you're so focused and concentrated in this state. Be absorbed in this. Du bist so absorbiert darin. And when you do so, by and by, you will settle down in your divine nature Und and wenn du have das the immer divine wieder experience. tust, wirst du dich schlussendlich in deiner göttlichen Natur im wahren Sein niederlassen. But one thing is very important. Aber etwas ist sehr wichtig. You must have the desire to do this. Du musst den Wunsch haben, es zu tun. Yes, you must have the desire to get enlightened and to know your true self. Du musst den Wunsch haben, erleuchtet zu werden und dein wahres Selbst zu erkennen. Wherever you have a desire for something, you will go after it. Denn es ist ja mit allem, immer wenn du einen Wunsch hast nach etwas, dann versuchst du das zu erreichen. So this is that energy which will lead you to this strong desire to realize your God nature. Und dieser starke Wunsch, dorthin zu kommen, der wird dich dahin führen. So in this manner, meditation has to be somewhat understood, and once again, re-listen to what I have said just now to make matters clear. Und auf diese Art soll man Meditation verstehen und versuch nochmals hinzuhören, was ich gerade gesagt habe. Think over it. Denke drüber nach. And make this understanding a little more clear. This is called non-dual awareness. Und versuch dir nochmals klar darüber zu werden, was ich gesagt habe, über nicht-duales Gewahrsein. Because the divine is, God alone exists. Denn letztlich ist nur Gott allein, was existiert. That is why he is happy with himself. Und deshalb ist er auch zufrieden mit sich. Om Tat Sat. So, now if you like to ask me if you have any doubts, any Also wenn ihr jetzt clarifications, noch Zweifel habt oder Fragen habt, könnt ihr das in den Chat reinschreiben. any clarifications, kindly let me know. Vielleicht noch irgendwelche Dinge, die wir klären sollten, schreibt es in den Chat rein jetzt. Ja. Okay, Swamiji, we have a question in English. Namaskar, Swamiji. When Yes, I sit in self-inquiry, I tell myself to turn attention from the world, the body and the thought, then I get silence. But there is always that voice that gives instruction or world thought come. It is like a fight. It seems like I do not proceed further. What to do, please? Thank you. yes, just ignore that voice and get on with it. Get on with your practice. Also die Frage war jetzt auf Deutsch übersetzt, ich habe oft das Problem, dass wenn ich meditiere, plötzlich eine Stimme kommt und
mir ja, irgendwas über die Welt erzählen will oder ich werde abgelenkt und es ist dann wie ein innerer Kampf, wie soll ich denn damit umgehen? Und Swami hat dann gesagt, ja, üb einfach weiter, es ist eine Übungssache, das wird sich dann irgendwann mal auflösen. Weitere Fragen? Sometimes certain things may come and disturb, subtle things, unnecessarily. So long as you're on the right track and you have understood, then proceed on it without any fear or without any doubts. Boldly proceed. Proceed within yourself. Es geht einfach darum, dass man, auch wenn Hindernisse auftauchen, einfach weitermacht und sich nicht davon stören lässt. Denn es geht einfach darum, dass man immer weitergeht und weiterkommt. Again, there's the questions. My experience doesn't feel as Satchit Ananda. Also meine Erfahrung ist nicht, dass ich Satchit Ananda erlebe. Yes, Satchidananda experience will only take place at the end, not now. Satchidananda, es steht eigentlich dann erst vollkommen am Ende dieses Prozesses der Meditation. Noch nicht jetzt. When you experience your Brahman or Atman nature, then only Satchidananda experience will transpire. Erst wenn du vollständig in diesem Prozess beendet hast, wirst du dieses göttliche Sein Satchit Ananda erfahren. Gibt es weitere Fragen? When you arrive there, you will have no doubts. Und wenn du dort ankommst, hast du keine Zweifel mehr. Everything will be clear. Alles wird klar sein. Gibt es weitere Fragen? Since Satchidananda has not been experienced, that means you are still on the way. Und solange du Satchidananda nicht erfahren hast, bist du immer noch auf dem Weg. Also mach einfach weiter. Awareness doesn't say I. Yes, the I also should disappear, just only awareness. Ja, das Ich, also das Gewahrsein kennt kein Ich und das Ich wird auch verschwinden. Nur das Gewahrsein wird bleiben. I am. The I should disappear and only amness should remain. Das Ich sollte verschwinden und nur noch das Sein bleiben. Be absorbed in this amness. Absorbiert bleiben in diesem Sein. This amness will lead you to Satchidananda, which is the nature of your divine nature. Und bleibe einfach dann in diesem göttlichen Zustand drin. Can you explain Amrita Nadi? Repeat it. Can you explain Amrita Nadi? I don't know what it is. It's written here. Don't worry about all those Amrita Nadi and etc. Amrita means nectar. And when you attain to that state, you will experience your nectar-like existence, which is Satchidananda. Also mach dir um solche Begriffe keine Gedanken und Sorgen. Wenn du in Satchitananda ankommst, wirst du nur noch dieses erfahren.
Meditation is a straight process. Meditation ist ein direkter Prozess. Especially Advaita meditation, Im speziellen Advaita-Meditation. which is maintaining the non-dual awareness. Und das heißt, das nicht-duale Bewusstsein aufrechtzuerhalten. It is a straight, clear, uncomplicated path. Es ist ein gerader, unkomplizierter, einfacher Weg. Yes, okay. Mehr Fragen? Habt ihr noch weitere Fragen? No more questions, no, but I can ask a question which Yes. may be important also, because sometimes if you talk to people, they say you have to be initiated in meditation by a real master, by an enlightened man or guru. And can you say something about this? Well, you can only be initiated into a good understanding. Du kannst nur initiiert werden in ein gutes Verständnis. And in this process, the word initiation, which is commonly understood in the society, is to be initiated into a mantra. Und was meistens damit verstanden wird, wenn da von Initiation geredet wird, ist, dass man in ein sogenanntes Mantra initiiert werden müsse. So therefore, to get into a non-dual awareness state, which is meditation proper, you do not require a so-called mantra initiation to be given by anybody. Aber wenn man mal verstanden hat, was Meditation ist und das selbst ausführen kann, dann muss man ja nicht mehr noch in irgendein Mantra eingeweiht werden. All that you require is a good understanding, which is initiated into a good understanding, which is a learning process, and not a mantra to be repeated or recited. Und so ist es auch das Einzige, was wichtig ist, dass man in ein wirklich gutes Verständnis der Sache kommt. Und daraus dann die Erfahrungen macht und schlussendlich das Ganze selbst erfährt. To also furthermore, Yes, there is another question. here, Is it good to practice titiksha? I don't know what it is. Increase Practice- tolerance like sitting straight, endurance pain. repeat it, is it? Is it good to practice Titiksha. titiksha? Titiksha. Increase tolerance like sitting straight, endurance pain. Enduring what? Pain. Pain. Endurance pain. Okay. Titiksha means to endure difficulties and hardships in life. By enduring the hardships of life and difficulties patiently, accepting it, you will become psychologically strong. That is to say, soul force will take place within you. Also dieses Erdulden von Schmerz und Leid, das bedeutet einfach nichts anderes, als dass man, was im Leben auf einen zukommt, nicht bekämpfen soll, sondern halt, wenn man es nicht ändern kann, annehmen soll. Und daraus wird man seelisch stärker und Seelenwachstum findet statt. Don't get into any unnecessary, irrelevant, sadistic practices.
Und das heißt nicht, dass man jetzt irgendwie zusätzlich noch sich irgendwelchen sadistischen oder masochistischen Praktiken widmen muss, but learn to patiently endure the difficulties and hardships of life, and that will give you inner strength. es geht nur darum, dass man sich den Schwierigkeiten im Leben stellt und daraus stärker wird und ihnen gewachsen ist. Okay, so then we can come to the practical part now. Yes, Wir kommen jetzt zur Praxis. that's right. So now let us all, first of all, regroup ourselves, get centered, Lasst uns jetzt uns selbst zentrieren and be quiet, und ruhig sein and then just be aware. und dann einfach nur gewahr sein. Aware of what? Nothing in particular. Wessen sollten wir uns gewahr sein? Nichts Speziellem, nur reines Gewahrsein. Nur Bewusstsein. Let us be totally focused on that. Lasst uns auf unser Bewusstsein fokussieren. Focused awareness on basically nothing. Sich nichts Speziellem bewusst sein, nur dem reinen Sein. In this nothing, you have entered the tunnel of darkness. Und in diesem Nichts hast du den Tunnel der Dunkelheit erreicht. Be in it and proceed in it. Bleib in diesem Tunnel drin und geh weiter. Proceed in it means be focused there. Was bedeutet das? Bleib in dieser Dunkelheit, in diesem Nichts drin, aber bleibe bewusst, fokussiert auf dein Bewusstsein. Just be. Don't think. Bleib nur und denke nicht.
In this state, your mind has automatically assumed the nature of the Atman, your true self. In diesem leeren Zustand hat ein Bewusstsein automatisch den Zustand des göttlichen Atman erreicht. Just be there Bleib einfach dort, as long as you can. solange du kannst. Be totally focused Bleib total fokussiert.
Just be absorbed. Ears. You could gently open your eyes. Du kannst jetzt deine Augen wieder öffnen. Practice the state of being self-absorbed. Praktiziere Every day. diesen Zustand des Selbstabsorbiertseins. For this you don't need any initiations, any mantras, nothing. Dazu brauchst du keine Initiation, kein Mantra, überhaupt nichts. All that you need is a good understanding and then proceed with that with confidence. Und alles, was du dazu brauchst, ist ein gutes Verständnis und dann kannst du mit Vertrauen weitergehen. There is another question from Teresa. Yes. Swamiji, it is a long way as I experience it. It is for me a long way. What you say is simple, but for me it seems like a long way. It seems like a long way, Es but sieht it wie is a good straight way.
Es sieht zwar vielleicht wie ein langer Weg aus, aber es ist ein direkter Weg. And it can mysteriously shorten itself, Und es quicken kann itself. mysteriöse Art und Weise sehr kurz sein. Initially, it takes a little time to be self-absorbed. Zu Beginn braucht es ein bisschen Zeit, um selbst absorbiert zu sein. But then, as you keep on practicing it, it will accelerate and quicken the process. Aber wenn du weitermachst, dann beschleunigt sich die Sache und es geht schneller. Good, so no more questions now. All So right. I think we know what we have to do. Exactly. Exactly. Okay, dann schön, dass ihr Quiet, da. be quiet and keep quiet. That's all that we have to do. Sei still und bleib still. Das ist alles, was du tun musst. Gut, dann schön, dass ihr da wart und thank you Swamiji for again this special webinar which went very deep into practice and also that we understand what we have to do and then we can practice better. Yes, that is what it is. Practice, practice, practice. No other way. Es gibt nichts anderes. Üben und zwar richtig. Es gibt keinen anderen Weg. Even the tennis players practice every day. Auch die Tennisspieler, die üben ja auch jeden Tag, To perfect the craft. um einfach die Kunst zu vervollkommnen. So why not you? Warum solltest du es nicht auch tun? Okay, Piacentina also says thank you. Okay. Gut, dann sind wir für heute am Schluss. Schön, dass ihr da wart und auf ein anderes Mal.